Du hast wahrscheinlich nie wirklich darüber nachgedacht, warum überhaupt etwas existiert. Die Welt ist einfach da, du bist da, alles wird selbstverständlich und stabil. Doch genau hier beginnt die tiefste Frage der Physik. Warum existiert überhaupt etwas und nicht einfach nichts? Diese Frage klingt simpel, aber sie stellt jede Annahme in Frage, die du über Realität hast. Denn wenn nichts möglich wäre, warum existiert dann ein Universum? Warum gibt es Raum, Zeit, Energie und Bewusstsein? Genau an diesem Punkt hätte Richard Feynman angesetzt. Nicht mit einer festen Antwort, sondern mit radikalem Zweifel. Denn Wissenschaft beginnt nicht mit Gewissheit, sondern mit der Bereitschaft, alles in Frage zu stellen. Und genau das macht diese Frage so gefährlich. Sie zwingt dich dazu, über die Grundlage deiner eigenen Existenz nachzudenken. Wenn du jetzt versuchst, dir echtes Nichts vorzustellen, merkst du sofort ein Problem. Dein Gehirn kann sich Dunkelheit oder Leere vorstellen, doch das ist immer noch etwas. Echtes Nichts bedeutet keine Zeit, keinen Raum, keine Energie, keine Gesetze, absolut nichts. Und genau hier entsteht ein Paradox. Denn wenn nichts existieren könnte, müsste es stabil sein. Doch alles, was wir über Physik wissen, zeigt, dass Systeme ohne Struktur instabil sind. Das bedeutet, dass nichts vielleicht gar nicht existieren kann. Dein Gehirn stößt hier an seine Grenzen, weil es nur mit Dingen arbeiten kann, die existieren. Und genau deshalb wird diese Idee so schwer verständlich. Sie liegt außerhalb deiner normalen Erfahrung. Die Quantenphysik zeigt etwas völlig Unerwartetes. Selbst im scheinbar leeren Raum existiert nicht wirklich nichts. Stattdessen gibt es Quantenfluktuationen. Teilchen erscheinen und verschwinden spontan. Energie taucht kurz auf und verschwindet wieder. Das bedeutet, dass der leere Raum nicht leer ist. Er ist ein dynamisches Feld voller Möglichkeiten. Und genau hier beginnt die Antwort. Denn wenn selbst der leere Raum aktiv ist, dann ist nichts nicht stabil. Es kann nicht einfach bestehen bleiben. Es verändert sich automatisch. Wenn nichts instabil ist, dann wird Existenz unvermeidlich. Denn sobald minimale Fluktuationen möglich sind, entsteht automatisch etwas. Und genau deshalb könnte das Universum nicht aus absolutem Nichts entstanden sein, sondern aus einem instabilen Zustand. Ein Zustand, der nicht leer bleiben konnte. Diese Idee ist radikal, weil sie bedeutet, dass Existenz nicht geplant ist. Sie ist eine Konsequenz. Eine Folge davon, dass perfekte Leere nicht bestehen kann. Und genau das verändert die gesamte Perspektive. Stell dir vor, du hast ein System, das perfekt ruhig ist. Wenn auch nur die kleinste Störung möglich ist, wird sie wachsen. Und genau das passiert auf quantenmechanischer Ebene. Eine winzige Fluktuation kann sich ausbreiten und Strukturen bilden. Und genau daraus könnte das gesamte Universum entstanden sein. Sterne, Galaxien, Raum und Zeit. Alles aus einem Zustand, der ursprünglich nicht stabil war. Und genau deshalb existiert heute alles, was du siehst. Wenn du jetzt einen Schritt weiter gehst, erkennst du, dass diese Existenz nicht zufällig wirkt, sondern strukturiert ist. Die Gesetze der Physik bestimmen, wie sich Energie verhält, wie Materie entsteht und wie sich das Universum entwickelt. Doch genau hier entsteht eine noch tiefere Frage. Warum existieren überhaupt diese Gesetze? Warum gibt es Regeln, die bestimmen, wie Realität funktioniert? Diese Frage geht über die Physik hinaus und berührt die Grundlagen von Existenz selbst. Einige Theorien sagen, dass die Gesetze der Physik nicht extern sind, sondern aus dem Universum selbst entstehen. Sie sind nicht vorgegeben, sondern entwickeln sich gemeinsam mit der Realität. Das bedeutet, dass das Universum kein fertiges System ist, sondern ein Prozess, ein System, das sich selbst organisiert und weiterentwickelt. Und genau deshalb braucht es keinen externen Ursprung. Wenn du diesen Gedanken weiterführst, erkennst du, dass die Frage, warum existiert etwas, vielleicht falsch gestellt ist. Denn sie setzt voraus, dass nichts eine echte Alternative ist. Doch wenn nichts nicht stabil ist, dann ist Existenz die einzige Möglichkeit. Dann ist das Universum nicht überraschend, sondern unvermeidlich. Und genau das verändert alles. Jetzt beginnt sich dein Verständnis langsam zu verschieben. Du erkennst, dass Existenz nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Dass das Universum nicht da ist, weil es muss, sondern weil es nicht anders kann. Diese Perspektive nimmt der Frage ihre Mystik und ersetzt sie durch Struktur. Und genau darin liegt ihre Stärke und genau hier beginnt die eigentliche Erkenntnis. Du bist nicht einfach nur ein Beobachter in diesem Universum.
Du bist ein Ergebnis dieser Prozesse, ein Produkt von Fluktuationen, von Energie, von Struktur. Deine Existenz ist Teil derselben Mechanismen, die das Universum hervorgebracht haben. Und genau deshalb ist die Frage nicht nur theoretisch, sie betrifft direkt dich. Wenn du jetzt noch tiefer gehst, erkennst du, dass Existenz nicht nur auf physikalischen Prozessen basiert, sondern auch auf Wahrscheinlichkeit. In der Quantenphysik ist nichts absolut festgelegt. Alles basiert auf Möglichkeiten. Teilchen existieren nicht an einem festen Ort, sondern in Zuständen, die mehrere Optionen gleichzeitig enthalten. Erst durch Interaktion wird daraus eine konkrete Realität. Und genau deshalb könnte Existenz selbst das Ergebnis von Wahrscheinlichkeit sein. Nicht geplant, nicht bestimmt, sondern entstanden aus Möglichkeiten, die sich stabilisiert haben. Ein besonders wichtiger Punkt ist, dass diese Wahrscheinlichkeiten nicht chaotisch sind, sondern bestimmten Mustern folgen. Diese Muster nennen wir physikalische Gesetze. Doch diese Gesetze sind nicht unbedingt fest und unveränderlich. Einige Theorien schlagen vor, dass sie sich entwickeln können, dass das Universum verschiedene Zustände ausprobiert und stabile Strukturen beibehält. Das bedeutet, dass die Realität, die du erlebst, das Ergebnis eines Auswahlprozesses sein könnte. Wenn du diesen Gedanken weiterführst, erkennst du, dass Existenz eine Art Filterprozess sein könnte. Viele Möglichkeiten entstehen, aber nur einige bleiben bestehen. Diese stabilen Zustände bilden die Grundlage unserer Realität. Und genau deshalb existiert das Universum in einer Form, die Struktur erlaubt. Eine Form, die Sterne, Planeten und Leben möglich macht. Nicht, weil sie geplant wurde, sondern weil sie stabil ist. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn Existenz das Ergebnis von Stabilität ist, dann bedeutet das, dass instabile Zustände verschwinden. Das Universum bevorzugt Strukturen, die bestehen können, und genau deshalb entwickelt sich Ordnung aus Chaos. Diese Ordnung ist nicht perfekt, aber sie ist ausreichend stabil, um komplexe Systeme zu ermöglichen. Und genau daraus entsteht alles, was du kennst. Wenn du das auf dein eigenes Leben überträgst, erkennst du etwas Interessantes. Du existierst, weil dein Körper ein stabiles System ist. Deine Zellen funktionieren, deine Prozesse laufen, dein Gehirn arbeitet. Doch all das basiert auf denselben physikalischen Prinzipien wie das gesamte Universum. Das bedeutet, dass du nicht getrennt bist, sondern Teil desselben Systems. Deine Existenz ist kein isoliertes Ereignis, sondern eine Fortsetzung derselben Prozesse. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Energie. Energie kann nicht einfach verschwinden, sie verändert nur ihre Form. Und genau deshalb bleibt Existenz erhalten. Das Universum transformiert sich ständig, doch es hört nicht auf zu existieren. Diese Kontinuität ist ein grundlegendes Prinzip der Physik. Und genau deshalb gibt es keinen klaren Anfang oder ein absolutes Ende im klassischen Sinne. Wenn du diesen Gedanken weiter verfolgst, erkennst du, dass Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Du erlebst Zeit als linearen Fluss, doch auf fundamentaler Ebene könnte sie anders funktionieren. Einige physikalische Modelle zeigen, dass Zeit nicht absolut ist, sondern mit Raum und Energie verbunden ist. Das bedeutet, dass Existenz nicht nur im Raum stattfindet, sondern auch durch Zeit strukturiert wird. Jetzt wird es noch interessanter. Wenn Zeit nicht absolut ist, dann verändert sich auch dein Verständnis von Ursache und Wirkung. Dinge erscheinen dir logisch und linear. Doch auf tiefer Ebene könnten sie Teil eines komplexeren Systems sein. Ein System, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden sind. Und genau deshalb ist Existenz nicht so einfach, wie sie erscheint. Wenn du all diese Punkte zusammenfügst, entsteht ein völlig neues Bild. Existenz ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Ein Prozess aus Energie, Wahrscheinlichkeit, Stabilität und Zeit. Und genau deshalb gibt es nicht den einen Grund, warum etwas existiert. Es gibt ein Zusammenspiel von Faktoren, die gemeinsam Existenz ermöglichen. Und genau hier kommst du zum entscheidenden Punkt. Die Frage war nie wirklich, warum etwas existiert. Die eigentliche Frage ist, warum wir erwarten, dass nichts existieren sollte. Denn alles, was wir über Physik wissen, deutet darauf hin, dass Existenz die natürliche Konsequenz dieser Prozesse ist. Und genau das ist die schockierende Wahrheit. Wenn du jetzt an diesem Punkt angekommen bist, beginnt sich dein gesamtes Verständnis von Existenz grundlegend zu verändern.
Du erkennst, dass das Universum nicht einfach da ist, sondern das Ergebnis eines kontinuierlichen Prozesses. Ein Prozess, der nicht von außen gesteuert wird, sondern aus sich selbst entsteht. Diese Erkenntnis ist entscheidend, weil sie zeigt, dass Existenz kein Zufall ist, sondern eine Konsequenz von physikalischen Prinzipien. Und genau deshalb ist die Frage nach dem Warum nicht so einfach zu beantworten, wie wir es gewohnt sind. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass das Universum keine feste Grenze hat. Es ist nicht etwas, das irgendwo beginnt und irgendwo endet, sondern ein System, das sich ständig erweitert und verändert. Diese Expansion zeigt, dass Existenz nicht statisch ist. Sie entwickelt sich. Und genau deshalb ist das Universum kein Objekt, sondern ein Prozess, der sich über Zeit entfaltet. Wenn du diesen Gedanken weiterführst, erkennst du, dass Existenz nicht nur physikalisch ist, sondern auch strukturell. Die Art, wie Materie organisiert ist, bestimmt, was möglich ist. Komplexe Systeme entstehen aus einfachen Regeln und genau daraus entsteht Leben. Leben ist keine Ausnahme, sondern eine natürliche Konsequenz dieser Struktur. Jetzt kommt ein Punkt, der alles verbindet: dein Bewusstsein. Du bist nicht nur ein Teil des Universums, du bist ein System, das das Universum wahrnimmt. Deine Gedanken, deine Wahrnehmung, dein Verständnis, all das ist Teil derselben Realität, die du zu verstehen versuchst. Und genau deshalb ist die Frage nach Existenz auch eine Frage über dich selbst. Wenn du beginnst, diese Verbindung zu verstehen, erkennst du, dass Beobachtung und Existenz nicht getrennt sind. Du bist nicht außerhalb der Realität, sondern ein Teil davon. Deine Wahrnehmung ist ein Prozess innerhalb dieses Systems. Und genau deshalb ist Existenz nicht nur etwas, das passiert, sondern etwas, das erlebt wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Universum keine zentrale Kontrolle hat. Es gibt keinen Punkt, an dem alles gesteuert wird. Stattdessen entstehen Strukturen lokal durch Wechselwirkungen. Diese Dezentralisierung ist der Grund, warum das Universum so komplex ist. Und genau deshalb ist Existenz kein geplantes System, sondern ein emergentes. Wenn du diesen Gedanken weiterführst, erkennst du, dass Ordnung nicht das Gegenteil von Chaos ist, sondern daraus entsteht. Chaos ist nicht einfach Unordnung, sondern ein Zustand voller Möglichkeiten. Und genau daraus entstehen stabile Strukturen. Diese Strukturen bilden die Grundlage unserer Realität. Jetzt wird es noch klarer: Existenz ist nicht etwas, das einmal entstanden ist und dann bleibt. Sie entsteht ständig neu. Jeder Moment ist das Ergebnis von Prozessen, die weiterlaufen. Und genau deshalb ist Realität dynamisch. Sie ist nicht fest, sondern im Fluss. Wenn du all das zusammenfügst, erkennst du die eigentliche Antwort. Etwas existiert nicht trotz Chaos, sondern wegen ihm. Nicht trotz Unsicherheit, sondern wegen ihr. Existenz ist das Ergebnis von Möglichkeiten, die sich stabilisieren. Und genau deshalb gibt es nicht nichts. Und jetzt kommst du zum finalen Punkt. Die Frage war nie wirklich, warum etwas existiert. Die eigentliche Wahrheit ist viel einfacher und gleichzeitig viel tiefer. Etwas existiert, weil es nicht anders sein kann, weil die Bedingungen des Universums Existenz unvermeidlich machen. Und genau deshalb bist du hier. Nicht als Zufall, sondern als Teil eines Prozesses, der sich selbst hervorbringt. Und genau das ist die unglaublichste Antwort von allen. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, erkennst du, dass die Frage nach Existenz nicht nur eine physikalische ist, sondern auch eine Grenze deines Denkens zeigt. Dein Gehirn ist darauf ausgelegt, Dinge zu verstehen, die innerhalb von Raum und Zeit passieren. Doch die Frage nach dem Ursprung von allem liegt außerhalb dieser Struktur. Und genau deshalb fühlt sie sich so schwer an, nicht weil sie keine Antwort hat, sondern weil dein Denken an seine Grenzen stößt. Diese Grenze ist kein Fehler, sondern ein Hinweis darauf, dass die Realität tiefer ist, als du sie erfassen kannst. Wenn du diesen Gedanken akzeptierst, entsteht eine neue Perspektive. Du musst nicht jede Ursache kennen, um Existenz zu verstehen. Du kannst erkennen, dass Prozesse ablaufen, auch wenn du nicht jeden Schritt erklären kannst. Wissenschaft arbeitet genauso. Sie beschreibt, wie Dinge funktionieren, auch wenn das Warum nicht vollständig geklärt ist. Und genau deshalb ist die Suche nach Antworten nie abgeschlossen. Sie entwickelt sich ständig weiter. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass Bedeutung nicht im Universum selbst liegt,
sondern durch dich entsteht. Das Universum existiert einfach. Es hat kein Ziel, keinen Plan und keinen Zweck im klassischen Sinne. Doch dein Bewusstsein gibt ihm Bedeutung. Du interpretierst, du verstehst, du gibst Struktur. Und genau deshalb ist deine Existenz nicht nur physikalisch, sondern auch bedeutungsvoll. Wenn du beginnst, das zu verstehen, verändert sich deine Perspektive komplett. Du wartest nicht mehr auf eine äußere Antwort, sondern erkennst, dass du selbst Teil der Antwort bist. Deine Existenz ist nicht getrennt vom Universum, sondern ein Ausdruck davon. Und genau deshalb ist die Frage, warum existiert etwas, nicht nur eine Frage über das Universum, sondern auch über dich. Und jetzt kommst du zum finalen Punkt dieses gesamten Videos. Die Antwort ist nicht ein einzelner Satz, sondern eine Erkenntnis. Etwas existiert, weil die Bedingungen es möglich machen und weil nichts nicht stabil genug ist, um zu bleiben. Doch das allein ist nicht das Unglaublichste. Das Unglaublichste ist, dass dieses Universum ein System hervorgebracht hat, das sich selbst hinterfragt. Dich. Du bist ein Teil der Existenz, der versucht, Existenz zu verstehen. Und genau hier schließt sich der Kreis. Die Frage war nie nur, warum etwas existiert. Die eigentliche Wahrheit ist, dass Existenz sich selbst bewusst wird. Und genau das ist die unglaublichste Antwort von allen.